Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal, aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. Im Herzen des Mittelmeers, auf einer Insel aus Granit und Wind, stehen sie Wache. Tausende steinerne Türme, die sich gegen den Himmel recken. Ihre Zyklopenmauern schweigen seit über 3000 Jahren. Sie sind die einzigen Zeugen einer Kultur, die monumental baute, aber nichts schrieb. Einer Zivilisation, die eine unauslöschliche Spur in der Landschaft hinterließ, aber deren Stimme wir nie hören werden. Wir begeben uns heute Nacht auf die Spuren der Nuragen-Kultur Sardiniens, um das Echo in den Steinen zu finden. Guten Abend. Ich lade Sie ein, mit mir auf eine Reise zu gehen, an einen Ort, der von der Zeit fast vergessen wurde. Stellen Sie sich eine Insel vor, im Herzen des Mittelmeers, umspült von kobaltblauem Wasser und gebadet in einem Licht, das seit Jahrtausenden die gleichen Felsen wärmt. Dies ist Sardinien. Doch unter der Oberfläche seiner idyllischen Strände und schroffen Berge verbirgt sich ein tiefes, stilles Geheimnis. Über die gesamte Insel verstreut, wie steinerne Wächter einer verlorenen Zeit, stehen Tausende von Türmen. Man nennt sie Nuragen. Es sind über 7000, manche nur noch als Fundament erkennbar, andere ragen noch immer 20 Meter und mehr in den Himmel. Sie sind das Vermächtnis einer Zivilisation, die fast 2 Jahrtausende lang blühte, von der Bronze bis in die Eisenzeit. Sie bauten diese monumentalen Strukturen mit einer Präzision und einem Aufwand, der uns heute noch staunen lässt. Sie waren Meister der Metallverarbeitung. Ihre Bronzefiguren zeugen von einer reichen Kultur und einer komplexen Gesellschaft. Sie trieben Handel mit den großen Mächten ihrer Zeit, den Mykenern in Griechenland, den Phöniziern aus dem Osten. Ihre Schiffe durchquerten das Meer und verbanden ihre Insel mit einer vernetzten Welt. Doch bei all dieser Komplexität, bei all diesen monumentalen Bauten und dem offensichtlichen Reichtum fehlt ein entscheidendes Element, das wir mit Hochkulturen wie Ägypten oder Mesopotamien verbinden: die Schrift. Die nuragische Zivilisation hat uns kein einziges geschriebenes Wort hinterlassen. Keine Königslisten, keine Mythen, keine Handelsverträge, keine Gesetze. Nichts. Ihre gesamte Geschichte ist in Stein gemeißelt, aber nicht in Buchstaben. Sie ist ein stilles Paradoxon. Eine hochentwickelte Gesellschaft, die monumentale Architektur schuf, die Generationen überdauerte, aber anscheinend nie das Bedürfnis oder die Möglichkeit hatte, ihre Gedanken, ihre Geschichte oder auch nur eine einfache Inventarliste aufzuzeichnen. Dies macht sie zu einem der faszinierendsten Rätsel der europäischen Vorgeschichte. Wie konnte eine solche Kultur existieren, sich organisieren und über Jahrhunderte hinweg gedeihen, ohne das mächtigste Werkzeug der Verwaltung und des kulturellen Gedächtnisses? Die Türme schweigen, und so müssen wir zu Archäologen werden, zu Detektiven der Vergangenheit, die aus Steinen, Scherben und Knochen eine Geschichte zusammensetzen, die nie aufgeschrieben wurde. Um die Nuragen zu verstehen, müssen wir sie in den großen Strom der Zeit einordnen. Ihre Geschichte beginnt nicht im Nichts. Schon vor ihnen gab es auf Sardinien faszinierende Kulturen, die uns die geheimnisvollen Domus de Llanas, die Häuser der Feen und die monumentalen Gigantengräber hinterließen. Um etwa 800 vor Christus, in der frühen Bronzezeit, tritt dann die Bonanaro-Kultur auf,
die als direkter Vorläufer der nuragischen Zivilisation gilt. Aus ihren einfachen Siedlungen und Keramikstilen entwickelt sich langsam jene Gesellschaft, die bald die Insel prägen sollte. Die eigentliche nuragische Ära beginnt um 1600 v. Chr. In der mittleren Bronzezeit. Dies ist die Zeit, in der die ersten klassischen, einfachen Nuragen entstehen. Jene isolierten kegelstumpfförmigen Türme, die wir heute als Prototyp ansehen. Dies ist eine Epoche, in der im östlichen Mittelmeer die mykenische Palastkultur in Griechenland auf ihrem Höhepunkt ist und in Ägypten das neue Reich blüht. Während Pharaonen, wie Thutmosis III., ihre Tempel bauen ließen, begannen auf Sardinien unbekannte Baumeister tonnenschwere Steinblöcke ohne Mörtel zu gigantischen Türmen aufzuschichten. In der späten Bronzezeit, ab etwa 1300 v. Chr., erreicht die Kultur ihren Höhepunkt. Die Nuragen werden komplexer. Um die zentralen Türme herum entstehen ganze Dörfer aus runden Steinhütten. Und die Haupttürme selbst werden zu mehrteiligen Bastionen mit zusätzlichen Türmen und massiven Mauern erweitert. Archäologische Funde belegen intensive Kontakte nach außen. Mykenische Keramik, die auf Sardinien gefunden wurde, und nuragische Keramik, die man auf Kreta und Sizilien entdeckte, zeichnen das Bild eines regen Austauschs. Sardinien war reich an Kupfer und Blei, wertvollen Rohstoffen in der Bronzezeit und wurde so zu einem wichtigen Knotenpunkt im maritimen Handelsnetzwerk. Ab etwa 900 v. Chr., in der Endbronze- und frühen Eisenzeit, verändert sich die Kultur erneut. Es ist die Zeit der berühmten Bronzestatuetten, der Bronzetti und der monumentalen Steinskulpturen der Giganten von Monte Prama. Gleichzeitig beginnt die Ankunft der Phönizier, die an den Küsten Handelsniederlassungen gründen. Dies leitet das langsame Ende der eigenständigen nuragischen Kultur ein, die über Jahrhunderte hinweg mit den neuen Einflüssen verschmilzt, bis sie schließlich in der karthagischen und später der römischen Herrschaft aufgeht. Ihre Türme aber bleiben als stumme Zeugen einer fast 2000-jährigen Geschichte. Betrachten wir nun eines dieser Bauwerke aus der Nähe. Was genau ist ein Nurage? In seiner einfachsten Form ist es ein Turm aus riesigen, grob behauenen Steinen, der sich nach oben verjüngt, ein Kegelstumpf. Die Technik, mit der er erbaut wurde, nennt man Zyklopenmauerwerk. Gewaltige Steinblöcke, oft mehrere Tonnen schwer, wurden ohne jeglichen Mörtel aufeinander geschichtet. Ihr Eigengewicht und die präzise Platzierung kleinerer Keilsteine in den Fugen sorgen für eine erstaunliche Stabilität, die Jahrtausende überdauert hat. Der Eingang ist meist klein und niedrig, oft nach Süden oder Südosten ausgerichtet. Tritt man hindurch, gelangt man in einen kurzen Korridor. Hier findet sich oft eine kleine Nische in der Wand, vielleicht für einen Wächter oder eine Öllampe. Der Korridor führt in den zentralen Raum, eine kreisrunde Kammer. Das Bemerkenswerteste an dieser Kammer ist ihre Decke. Die nuragischen Baumeister kannten den echten Bogen oder das Gewölbe noch nicht. Stattdessen perfektionierten sie eine ältere Technik, das Kraggewölbe oder die Tholos. Jede ringförmige Schicht von Steinen ragt ein kleines Stück weiter nach innen als die darunterliegende. So verengt sich der Raum nach oben langsam, bis nur noch eine kleine Öffnung bleibt, die mit einer einzigen Steinplatte verschlossen wird. Diese Konstruktion leitet das immense Gewicht der Mauern sicher in den Boden ab und ermöglichte den Bau von mehrstöckigen Gebäuden. In der dicken Mauer, die am Boden bis zu 5 Meter stark sein kann, ist eine schmale, steile Treppe verborgen. Sie windet sich spiralförmig nach oben und verbindet die Stockwerke miteinander.
In den oberen Etagen wiederholt sich der Aufbau. Eine zentrale Kammer mit Kraggewölbe, oft etwas kleiner als die darunter liegende. Manche Nuragen hatten Terrassen oder Plattformen an der Spitze, die einen weiten Blick über das umliegende Land boten. Diese architektonische Meisterleistung erforderte nicht nur unvorstellbare körperliche Anstrengung, sondern auch ein tiefes Verständnis für Statik, Geometrie und Logistik. Jeder Stein musste gefunden, transportiert und an seinen exakten Platz gehievt werden. Es war ein Gemeinschaftsprojekt, das Generationen in Anspruch genommen haben muss und uns heute einen tiefen Respekt vor den Fähigkeiten dieser schriftlosen Ingenieure abnötigt. Die beeindruckende Bauweise der Nuragen lässt uns unweigerlich fragen, wozu dienten sie? Diese Frage beschäftigt die Archäologie seit über einem Jahrhundert und eine einzige, einfache Antwort gibt es nicht. Die naheliegendste Theorie ist die militärische. Die dicken Mauern, die kleinen, leicht zu verteidigenden Eingänge, die strategische Platzierung vieler Türme auf Hügeln mit weitem Rundumblick, all das deutet auf eine Funktion als Festung oder Wehrturm hin. Sie könnten zum Schutz vor Angriffen von See oder vor Konflikten zwischen benachbarten Stämmen gedient haben. Die Nuragen wären demnach die Burgen der sardischen Bronzezeit gewesen, die das Territorium eines Clans sicherten. Doch diese Erklärung allein greift zu kurz. Viele Nuragen befinden sich an Orten ohne besonderen strategischen Wert, und ihre innere Struktur scheint für die Unterbringung einer größeren Garnison ungeeignet. Eine zweite wichtige Theorie sieht in den Nuragen den Wohnsitz einer Elite, eines Häuptlings, eines Priesterkönigs oder einer adligen Familie. Der Turm wäre dann nicht nur eine Festung, sondern auch ein Palast und ein Statussymbol gewesen. Seine schiere Größe und die investierte Arbeit demonstrierten die Macht und den Reichtum seines Besitzers. Er war das administrative und wirtschaftliche Zentrum eines kleinen Territoriums, in dem die Ernte gelagert und das gesellschaftliche Leben organisiert wurde. Das Dorf, das sich oft um den Nuragen scharte, hätte im Schutz seines Herrn gelebt. Eine dritte Interpretation betont die religiöse oder rituelle Funktion. Einige Nuragen weisen besondere Merkmale auf, wie Altäre oder rituelle Brunnen in ihrer Nähe. Sie könnten Tempel gewesen sein, heilige Orte, an denen Zeremonien abgehalten wurden, die den Zusammenhalt der Gemeinschaft stärkten. Vielleicht waren sie astronomische Observatorien, deren Öffnungen auf bestimmte Sonnen- oder Mondstände ausgerichtet waren, um den Kalender zu bestimmen. Heute neigt die Forschung zu einer Synthese dieser Theorien. Ein Nurage war wahrscheinlich kein reiner Zweckbau, sondern ein multifunktionales Zentrum. Er war Festung, Palast, Speicher, Tempel und Symbol zugleich. Seine Hauptfunktion könnte sich auch im Laufe der Jahrhunderte gewandelt haben. Ein ursprünglich als Wehrturm erbauter Nurage konnte später zum zeremoniellen Zentrum werden. Das Fehlen von Schrift zwingt uns, aus der Form auf die Funktion zu schließen. Die stummen Steine erzählen viele mögliche Geschichten, und vielleicht liegt die Wahrheit gerade in dieser Vieldeutigkeit, in der Verschmelzung von profaner Macht und heiligem Ritual. Wenn wir uns von der monumentalen Stille der Nuragen lösen und unseren Blick auf die umliegende Landschaft richten, entdecken wir die Spuren des täglichen Lebens, die Dörfer. Diese Siedlungen, die sich oft wie ein schützender Mantel um den zentralen Turm legen, waren das pulsierende Herz der nuragischen Gesellschaft. Sie erzählen eine Geschichte von Gemeinschaft, von harter Arbeit und von einer tiefen Verbundenheit mit dem Land. Die Struktur dieser Dörfer ist auf den ersten Blick einfach. Doch bei genauerem Hinsehen
offenbart sie eine hochentwickelte soziale Organisation. Die Wohnhütten waren in der Regel kreisförmig, aus denselben robusten Steinen erbaut wie die großen Türme, aber in einem menschlicheren Maßstab. Ihre Fundamente, die oft noch heute sichtbar sind, zeigen uns Räume von einigen Metern Durchmesser. Man muss sich vorstellen, wie diese Steinkreise einst von konischen Dächern aus Holz und Stroh gekrönt waren, mit einer zentralen Öffnung, durch die der Rauch der Feuerstelle entweichen konnte. Innerhalb dieser Hütten spielte sich das Familienleben ab. Am zentralen Herd wurde gekocht, Werkzeug repariert und Geschichten erzählt. Nischen in den dicken Wänden dienten als Regale für Keramikgefäße, die mit Getreide, Olivenöl oder Wasser gefüllt waren. Die Anordnung der Hütten war selten zufällig. Sie gruppierten sich oft um gemeinsame Innenhöfe, bildeten verschlungene Gassen und kleine Plätze. Diese Anordnung förderte nicht nur die soziale Interaktion, sondern diente auch der Verteidigung. In einem Labyrinth aus Steinmauern und engen Wegen konnte ein Angreifer leicht die Orientierung verlieren. Einige der größeren Siedlungen, wie Sunuraxi bei Barumini, waren von einer zusätzlichen Wehrmauer umgeben, die das gesamte Dorf wie eine Festung umschloss. Das Leben hier war zyklisch, bestimmt vom Wechsel der Jahreszeiten. Die Felder und Weiden lagen direkt außerhalb des Dorfes. Die Geräusche von Schafen und Ziegen, das Klirren von Werkzeugen und die Stimmen der Gemeinschaft müssen die Luft erfüllt haben. Im Schatten des steinernen Giganten, der über ihnen wachte, schufen die Menschen der Nuragen-Kultur eine Welt, die sowohl pragmatisch als auch zutiefst symbolisch war. Ein Mikrokosmos, der Sicherheit und Identität in einer ungeschriebenen Zeit bot. Neben den himmelstrebenden Nuragen und den irdischen Dörfern schufen die Sarden eine dritte Art von Bauwerk, das in die Tiefen der Erde führte: die heiligen Brunnen und Quellheiligtümer. Diese Orte sind vielleicht die spirituellsten und architektonisch raffiniertesten Zeugnisse ihrer Kultur. Sie offenbaren eine Zivilisation, die nicht nur Stein beherrschte, sondern auch ein tiefes Verständnis für Geometrie, Astronomie und die heilige Kraft des Wassers besaß. Ein nuragischer Brunnen ist weit mehr als nur ein Loch im Boden. Es ist ein Tempel, der um eine Quelle herum errichtet wurde. Ein architektonisches Juwel von unglaublicher Präzision. Man steigt über eine perfekt gearbeitete Steintreppe in die Dunkelheit hinab. Die Stufen führen in eine unterirdische Kammer, oft in Form eines umgekehrten Kegels oder einer Tolos, die aus präzise geschnittenen und fugenlos aufeinander geschichteten Steinquadern besteht. Das berühmteste Beispiel, der Brunnen von Santa Cristina, ist ein Meisterwerk der stereotomischen Baukunst. Die Perfektion der Steinarbeiten ist so makellos, dass man kaum eine Messerklinge zwischen die Blöcke schieben kann. In der Stille dieser unterirdischen Kammer sammelt sich das Quellwasser in einem Becken, klar und ewig. Es ist ein Ort der Kontemplation, ein Tor zur Unterwelt, eine Verbindung zum Ursprung des Lebens. Archäoastronomische Untersuchungen haben gezeigt, dass diese Heiligtümer oft auf Himmelskörper ausgerichtet waren. Im Brunnen von Santa Cristina beispielsweise fällt das Mondlicht alle 18,6 Jahre, zum Zeitpunkt seiner größten Deklination, direkt durch die Öffnung an der Spitze der Treppe und spiegelt sich perfekt im Wasser des Beckens. Dies kann kein Zufall sein. Es zeugt von einer Priesterkaste, die den Himmel beobachtete und die Zyklen von Mond und Sonne verstand. Sie schufen Orte, an denen Himmel, Erde und Unterwelt in einem heiligen Akt zusammenkamen. Die unzähligen Votivgaben, die in diesen Brunnen gefunden wurden, Bronzefiguren, Keramik, Schmuck,
belegen ihre Bedeutung als Kultstätten. Hier wurden Rituale vollzogen, um Fruchtbarkeit zu erbitten, Krankheiten zu heilen und den Göttern des Wassers zu danken. Diese stillen, unterirdischen Tempel sind ein beredtes Zeugnis für den tiefen Glauben eines Volkes, das im Wasser nicht nur eine Ressource, sondern eine heilige, lebensspendende Gottheit sah. Der Respekt einer Kultur vor dem Leben manifestiert sich oft in ihrem Umgang mit dem Tod. Für die Nuragen-Zivilisation waren die Verstorbenen keine verlorenen Individuen, sondern geehrte Ahnen, die weiterhin Teil der Gemeinschaft blieben. Ihre letzte Ruhestätte waren monumentale Bauten, die von späterer Folklore als Tombe dei Giganti, die Gräber der Riesen, bezeichnet wurden. Dieser Name, geboren aus dem Staunen über die massiven Steinblöcke, fängt die ehrfurchtgebietende Präsenz dieser Anlagen ein, verschleiert aber ihre wahre Funktion. Es waren keine Gräber für einzelne Riesen, sondern kollektive Grabanlagen für ganze Gemeinschaften, Clans oder Familien. Ein Riesengrab besteht typischerweise aus zwei Hauptelementen. Das erste ist eine lange, rechteckige Grabkammer, erbaut aus großen Steinplatten, die einen bis zu 30 Meter langen Korridor bilden. Hier wurden die sterblichen Überreste von Dutzenden, manchmal Hunderten von Menschen über Generationen hinweg beigesetzt. Die Knochen früherer Bestattungen wurden zur Seite geschoben, um Platz für die neuen zu schaffen. Dies deutet auf eine Gesellschaft hin, in der die Abstammungslinie und die kollektive Identität weitaus wichtiger waren als der Status des Einzelnen im Tod. Das zweite und vielleicht markanteste Merkmal ist die Fassade. Vor dem Eingang zur Grabkammer erstreckt sich eine halbrunde Exedra, eine Art zeremonieller Hof, der von aufrecht stehenden Steinplatten begrenzt wird. In der Mitte dieser Fassade ragt oft eine riesige, kunstvoll bearbeitete Stele empor, die manchmal über 4 Meter hoch ist. Am Fuße dieser Zentralstele befindet sich eine kleine, quadratische Öffnung, eine Art Seelentür. Man stellt sich vor, wie die Gemeinschaft sich in diesem halbrunden Raum versammelte, um Rituale durchzuführen, Opfergaben darzubringen und mit den Geistern der Ahnen zu kommunizieren. Die Exedra fungierte als Schwelle zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten. Die monumentale Architektur dieser Gräber war nicht nur eine letzte Ruhestätte, sondern auch ein machtvolles, territoriales Symbol, ein sichtbares Zeichen für den Anspruch einer Gemeinschaft auf ihr Land, legitimiert durch die hier begrabenen Vorfahren. Im Angesicht dieser steinernen Portale spüren wir die Tiefe eines Ahnenkults, der die Zeit überdauerte und die Gemeinschaft über das individuelle Leben hinaus zusammenhielt. Eine Zivilisation ohne Schrift hinterlässt ein tiefes Schweigen. Wir sehen ihre Türme, ihre Gräber, ihre Heiligtümer, aber wir hören ihre Stimmen nicht. Doch es gibt eine Ausnahme, ein Flüstern aus der Vergangenheit, das uns eine Ahnung von den Menschen selbst gibt. Die Bronzetti. Diese kleinen, meisterhaft gefertigten Bronzefiguren sind vielleicht das kostbarste Erbe der Nuragen-Kultur. Sie sind ein Fenster in ihre Seele, ein Volk in Miniatur gegossen. Tausende dieser Figuren, meist nur wenige Zentimeter hoch, wurden auf ganz Sardinien gefunden, vor allem in der Nähe von heiligen Brunnen, in Nuragen und in Gräbern. Sie stellen eine erstaunliche Vielfalt von Charakteren und Szenen aus dem nuragischen Leben dar. Wir sehen stolze Krieger, bewaffnet mit Schwertern und Dolchen, geschützt durch Helme mit langen Hörnern und runde Schilde. Bogenschützen spannen ihre Bögen mit konzentrierter Miene.
Stammesführer, erkennbar an ihren langen Mänteln und Stäben, strahlen Autorität aus. Doch es ist nicht nur eine Welt der Krieger. Es gibt Darstellungen von Frauen in langen Gewändern, die Opfergaben darbringen, von Musikern, die auf Flöten spielen, und von Müttern, die ihre Kinder halten. Wir sehen Hirten mit ihren Tieren, Ringer in rituellen Kämpfen und sogar Modelle ihrer Schiffe, die von weiten Seereisen zeugen. Jede Figur ist ein kleines Kunstwerk, gefertigt in der Technik des verlorenen Wachses, voller Details und Ausdruckskraft. Sie zeigen uns die Kleidung, die Waffen, die Frisuren und die Hierarchien dieser Gesellschaft. Sie sind keine realistischen Porträts im modernen Sinne, sondern eher Archetypen, der Krieger, die Priesterin, der Häuptling. Ihre oft übertriebenen Proportionen, wie die großen Augen, verleihen ihnen eine fast mystische Aura. Wahrscheinlich dienten die Bronzetti als Votivgaben. Man brachte sie zu den Heiligtümern, um die Götter um Schutz, Fruchtbarkeit oder Sieg zu bitten. Eine Figur eines Kriegers könnte ein Gebet für Erfolg in der Schlacht gewesen sein, eine Figur einer Frau, ein Wunsch nach einem Kind. Sie sind materielle Gebete, eingefroren in Bronze. In ihrer stummen Parade erzählen uns diese kleinen Figuren mehr über die nuragische Gesellschaft als jeder Steinblock. Sie zeigen uns ein Volk voller Stolz, Spiritualität und Komplexität. Sie sind der stärkste Beweis dafür, dass das Fehlen von Schrift nicht das Fehlen einer reichen und tiefgründigen Kultur bedeutet. In den stillen Vitrinen der Museen Sardiniens erwacht eine stumme Armee zum Leben. Hunderte kleiner Bronzefiguren, die sogenannten Bronzetti, bieten uns den vielleicht intimsten Einblick in die nuragische Gesellschaft. Diese meisterhaften Kunstwerke, selten höher als 40 Zentimeter, sind keine bloßen Dekorationsobjekte. Sie sind Fenster in eine Welt der Hierarchien, Rituale und Konflikte. Die überwiegende Mehrheit dieser Figuren stellt Krieger dar. Wir sehen Bogenschützen, die ihre Sehnen spannen, ihre Körper in angespannter Erwartung. Wir sehen Schwertkämpfer, geschützt durch runde Schilde und gehörnte Helme, die an Darstellungen der geheimnisvollen Seevölker erinnern, insbesondere der Scherden, die in ägyptischen Reliefs auftauchen. Diese Ähnlichkeit ist mehr als nur ein Zufall. Sie ist ein Echo aus einer unruhigen Zeit, dem Zusammenbruch der späten Bronzezeit, als Völker im gesamten Mittelmeerraum in Bewegung gerieten. Die Bronzetti zeigen uns eine Gesellschaft, die auf Wehrhaftigkeit und militärische Tüchtigkeit großen Wert legte. Die Waffen sind detailliert dargestellt, die Haltung ist stolz und entschlossen. Doch es sind nicht nur namenlose Soldaten. Andere Figuren stellen unverkennbar Anführer dar. Ein Häuptling, erkennbar an einem reich verzierten Mantel und einem langen Stab, scheint Befehle zu erteilen. Seine Geste ist eine der Autorität, nicht der rohen Gewalt. Dies deutet auf eine strukturierte militärische und soziale Hierarchie hin. Es gab Anführer und Gefolgsleute, eine organisierte Befehlskette, die für den Bau der Nuragen ebenso notwendig war wie für die Verteidigung des Territoriums. Diese kleinen Bronzestatuen dienten wahrscheinlich als Votivgaben, die in Heiligtümern niedergelegt wurden, um die Götter um Schutz oder Sieg zu bitten. Sie erzählen uns von den Idealen dieser Kultur: Mut, Stärke und die Bereitschaft, das eigene Land zu verteidigen. Sie sind das Selbstporträt eines Volkes, das sich in einer gefährlichen Welt behaupten musste, ein Volk von Kriegern, das bereit war, sich den Stürmen der Geschichte zu stellen. Die Vorstellung von Sardinien als einer isolierten Inselfestung ist verlockend, aber sie widerspricht den archäologischen Fakten.
Die Nurager waren nicht nur Baumeister und Krieger, sie waren auch kühne Seefahrer und geschickte Händler, die tief in die Netzwerke der bronzezeitlichen Welt eingebunden waren. Die Insel, reich an Metallen wie Kupfer und Blei, war ein verlockendes Ziel und ein wichtiger Knotenpunkt im maritimen Handel. Die Beweise dafür liegen tief in der sardischen Erde vergraben und auf dem Grund des Mittelmeers verstreut. In den Ruinen nuragischer Siedlungen finden Archäologen immer wieder Fragmente mykenischer Keramik. Diese fein bemalten Gefäße aus Griechenland waren Luxusgüter, die von weit her kamen und den hohen Status ihrer Besitzer anzeigten. Sie erzählen von Schiffen, die die gefährliche Reise über das offene Meer wagten, beladen mit Waren und Ideen. Umgekehrt finden sich Spuren nuragischer Handwerkskunst, insbesondere ihre unverwechselbare graue Keramik, an Orten in Sizilien, auf den Äolischen Inseln und sogar auf Kreta. Dies war keine Einbahnstraße, sondern ein reger Austausch. Das vielleicht überzeugendste Zeugnis für diesen Handel sind die sogenannten Ochsenhautbarren. Diese massiven, standardisierten Kupferbarren, die jeweils etwa 30 Kilogramm wogen und die Form einer Tierhaut hatten, waren die internationale Währung der späten Bronzezeit. Dutzende dieser Barren, die nachweislich aus Zypern stammen, wurden auf Sardinien gefunden. Sie belegen, dass die Insel ein Hauptakteur im globalen Metallhandel war, der die Werkstätten und Waffenkammern von Ägypten bis Griechenland versorgte. Die nuragischen Seefahrer beherrschten die Wellen des westlichen Mittelmeers. Ihre Schiffe, deren Form wir von kleinen Bronze- und Tonmodellen kennen, waren robust und seetüchtig. Sie verbanden Sardinien mit der levantinischen Küste, mit Zypern, Kreta und dem mykenischen Griechenland. In dieser vernetzten Welt war Sardinien kein abgelegener Außenposten, sondern ein zentraler, strategischer Akteur, dessen Reichtum und Einfluss auf seiner Fähigkeit beruhte, das Meer zu überqueren und mit den großen Mächten seiner Zeit auf Augenhöhe zu verhandeln. Wir stehen nun vor dem vielleicht größten Paradoxon der nuragischen Kultur, einem Rätsel, das Historiker und Archäologen seit Jahrzehnten beschäftigt. Wir sehen eine Zivilisation, die in der Lage ist, Tausende von monumentalen Steintürmen zu errichten, die komplexe astronomische Ausrichtungen aufweisen. Wir sehen eine Gesellschaft, die fähig ist, anspruchsvolle Wasserheiligtümer mit präziser Steinmetzkunst zu bauen. Wir sehen ein Volk, das überlegene Metallurgie beherrscht und ein weitreichendes internationales Handelsnetz unterhält. Und doch, bei all dieser unbestreitbaren Komplexität und Organisation fehlt ein entscheidendes Element, das wir mit Hochkulturen verbinden: eine Schrift. Bisher wurde auf Sardinien kein einziges unzweifelhaft einheimisches Schriftsystem aus der Nuragenzeit entdeckt. Es gibt keine Tontafeln mit Inventarlisten, keine in Stein gemeißelten Gesetze, keine königlichen Annalen. Dies stellt uns vor grundlegende Fragen. Wie organisierte man den Bau eines Nuragen, der Tausende von Arbeitsstunden und eine präzise Koordination erforderte, ohne schriftliche Pläne? Wie wurden Handelsabkommen mit mykenischen oder levantinischen Kaufleuten festgehalten? Wie wurden Landbesitz, Erbschaftsregeln oder genealogische Linien über Generationen hinweg verbindlich dokumentiert? Das Fehlen der Schrift darf nicht als Zeichen von Primitivität missverstanden werden. Es zwingt uns vielmehr, unsere Definition von Zivilisation zu überdenken. Die nuragische Kultur ist der Beweis, dass hohe soziale und technische Komplexität nicht zwangsläufig von administrativer Schriftlichkeit abhängt. Sie wählten einen anderen Weg. Ihre Verwaltung, ihr Recht
und ihr kollektives Gedächtnis müssen auf anderen, für uns heute schwer fassbaren Mechanismen beruht haben. Diese Stille, das Fehlen einer eigenen Stimme, die uns direkt aus der Vergangenheit anspricht, macht die nuragische Welt so geheimnisvoll und zugleich so faszinierend. Wir müssen lernen, den Steinen, den Artefakten und der Landschaft zuzuhören, um die Geschichte eines Volkes zu verstehen, das seine Epen nicht schrieb, sondern baute und lebte. Wenn eine Gesellschaft keine Schrift entwickelt, bedeutet das nicht, dass sie keine Geschichte hat. Es bedeutet, dass ihre Bibliotheken nicht aus Stein oder Ton, sondern aus Menschen bestehen. Die nuragische Kultur war mit ziemlicher Sicherheit eine Kultur der mündlichen Überlieferung, in der das gesprochene Wort eine immense Kraft und Heiligkeit besaß. In Ermangelung schriftlicher Aufzeichnungen wurde das menschliche Gedächtnis zum wichtigsten Archiv. Stellen wir uns eine Versammlung in der dämmerigen Halle eines Nuragen vor. Das Feuer wirft tanzende Schatten an die zyklopischen Mauern. In der Mitte sitzt ein Ältester, ein Barde oder ein Priester, ein Hüter des Wissens. Seine Aufgabe ist es, die Genealogie des Clans zu rezitieren, die Abstammungslinien, die das Recht auf Land und Führung legitimieren. Er singt die epischen Geschichten der Ahnen, ihrer Heldentaten und ihrer Bündnisse mit den Göttern. Er überliefert die heiligen Gesetze, die das Zusammenleben regeln, und die Mythen, die den Kosmos erklären. Jede Betonung, jede Geste, jeder Rhythmus ist von Bedeutung und über Generationen perfektioniert, um die Genauigkeit der Überlieferung zu gewährleisten. In einer solchen Kultur sind Gedächtniskünstler von unschätzbarem Wert. Sie sind die lebenden Chroniken, die wandelnden Gesetzbücher. Ihre Ausbildung wäre lang und streng gewesen, denn ein Fehler in der Rezitation könnte einen Landstreit auslösen oder die Götter erzürnen. Die großen Versammlungsorte, die runden Steinhütten, die wir in der Nähe vieler Nuragen finden, oder die heiligen Bezirke um die Brunnenheiligtümer, waren wahrscheinlich die Theater für diese mündlichen Darbietungen. Hier wurde die soziale Ordnung durch das wiederholte Erzählen der grundlegenden Mythen und Gesetze bestätigt und erneuert. Anstatt Verträge zu unterzeichnen, wurden Eide in Anwesenheit der Gemeinschaft und der Götter geschworen, deren Wirksamkeit durch die kollektive Erinnerung garantiert wurde. Diese Paläste der Erinnerung sind für uns unsichtbar, aber sie waren das wahre Fundament der nuragischen Gesellschaft. Sie erklären, wie eine so komplexe Kultur ohne ein einziges geschriebenes Wort funktionieren konnte, durch die disziplinierte und verehrte Macht der menschlichen Stimme. Eine der tiefsten und vielleicht frustrierendsten Fragen, die uns die nuragische Kultur hinterlässt, ist das Schweigen ihrer Steine. In einer Zeit, in der im östlichen Mittelmeerraum und im Nahen Osten Keilschrift und Hieroglyphen komplexe Erzählungen, Gesetze und Mythen festhielten, finden wir auf Sardinien keine vergleichbare Schrift. Dieses Fehlen eines Schriftsystems ist ein definierendes Merkmal, das die Nurager von vielen ihrer bronzezeitlichen Zeitgenossen unterscheidet. Es zwingt uns, unsere Methoden zu ändern, uns von der Textanalyse zu lösen und uns ganz auf die materielle Kultur zu konzentrieren, auf die stummen Zeugen aus Stein, Keramik und Bronze. Doch bedeutet das Fehlen einer Schrift auch das Fehlen von Symbolen? Keineswegs. Die nuragische Welt ist reich an Zeichen und Markierungen, die auf unzähligen Objekten eingeritzt, gestempelt oder gemalt wurden. Auf den Böden von Keramikgefäßen finden wir einfache Kreuze, Kreise
oder komplexere geometrische Muster? Waren dies lediglich die Signaturen der Töpfer, die ihre Werke kennzeichneten? Oder waren es Symbole für den Inhalt, Maßeinheiten oder Zeichen des Besitzers? Ein besonders faszinierendes Beispiel sind die sogenannten Pintaderas. Dies sind kleine, kunstvoll verzierte Stempel aus Terrakotta, oft mit spiralförmigen oder labyrinthartigen Mustern. Archäologen vermuten, dass sie verwendet wurden, um heilige Brote vor dem Backen zu markieren, vielleicht als Opfergabe für die Götter. Andere Theorien schlagen vor, dass sie zum Stempeln von Stoffen oder sogar der menschlichen Haut bei rituellen Zeremonien dienten. Jedes dieser Zeichen ist ein winziges Fenster in eine verlorene Gedankenwelt. Es ist verlockend, in diesen wiederkehrenden Symbolen die Anfänge einer Protoschrift zu sehen, ein System, das sich vielleicht gerade in der Entwicklung befand, als die Kultur ihren Höhepunkt erreichte. Doch ohne einen Stein von Rosetta bleibt jede Interpretation spekulativ. Diese Symbole könnten ebenso gut rein sakraler oder apotropäischer Natur gewesen sein. Schutzzeichen, die das Böse abwehren sollten, oder Embleme, die die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Clan oder einer bestimmten Gottheit signalisierten. Das Schweigen der Nuraga ist kein leeres Schweigen. Es ist gefüllt mit dem Flüstern dieser unentzifferten Zeichen, die uns daran erinnern, dass Kommunikation und Bedeutung nicht immer in Buchstaben und Worten gefasst werden müssen. Sardinien war in der Bronzezeit keine isolierte Insel, die in sich selbst ruhte. Im Gegenteil. Sie war ein pulsierender Knotenpunkt im Netzwerk des antiken Mittelmeerhandels. Ihre strategische Lage und, was noch wichtiger ist, ihre reichen Vorkommen an Kupfer und Blei machten sie zu einem begehrten Ziel für die seefahrenden Kulturen des Ostens. Schon früh, im 2. Jahrtausend vor Christus, finden wir die Spuren dieses Austauschs. Mykenische Keramik aus Griechenland und vor allem zypriotische Waren tauchen in nuragischen Siedlungen auf. Dies waren keine zufälligen Funde, sie zeugen von einem regelmäßigen und organisierten Kontakt. Die Nuraga exportierten ihrerseits ihre eigenen fein gearbeiteten Keramiken und vor allem Metalle. Archäologen haben sogenannte Ochsenhautbarren auf der Insel gefunden, standardisierte Kupferbarren, die als eine Art Währung im gesamten östlichen Mittelmeerraum dienten und deren Form ihren Ursprung auf Zypern hatte. Dies beweist, dass die sardische Metallurgie nicht nur für den lokalen Bedarf produzierte, sondern tief in die Globalisierung der späten Bronzezeit integriert war. Die Sarden waren aktive Teilnehmer, keine passiven Empfänger. Sie reisten, handelten und tauschten nicht nur Waren, sondern auch Ideen und Technologien aus. Dieser Austausch intensivierte sich mit dem Aufstieg der Phönizier ab dem 9. Jahrhundert vor Christus. Diese meisterhaften Händler und Seefahrer aus der Levante gründeten zunächst saisonale Ankerplätze und später permanente Handelsposten entlang der sardischen Küste, wie in Sulci, Taros und Nora. Die Beziehung zwischen den Nuragern und den Phöniziern scheint zunächst von gegenseitigem Nutzen gewesen zu sein. Die Phönizier brachten neue Luxusgüter, Weinamphoren, Glasperlen und vielleicht sogar neue religiöse Vorstellungen mit. Im Gegenzug erhielten sie Zugang zu den wertvollen Metallen aus dem Inselinneren. Mit der Zeit wandelte sich diese Beziehung. Die phönizischen Siedlungen wuchsen zu Städten heran und ihr Einfluss dehnte sich aus. Es ist ein komplexes Bild von Koexistenz, kultureller Verschmelzung und schließlich auch von Konflikten. In den Gräbern dieser Zeit finden wir nuragische und phönizische Objekte. Seite an Seite
Ein stilles Zeugnis für die Begegnung zweier Welten, die Sardinien für immer verändern sollte. Manchmal enthüllt die Erde ihre tiefsten Geheimnisse durch puren Zufall. Im März 1974 pflügte ein Bauer sein Feld in der Nähe von Cabras auf der Sinis-Halbinsel, als sein Pflug auf etwas Hartes stieß. Es war der Kopf einer Steinstatue. Was folgte, war eine der spektakulärsten archäologischen Entdeckungen des 20. Jahrhunderts in Europa: die Wiederentdeckung der Giganten von Monte Prama. Über Jahre hinweg wurden Tausende von Sandsteinfragmenten aus dem Ackerboden geborgen. In einer mühevollen, puzzelartigen Kleinarbeit setzten Archäologen und Restauratoren die Stücke wieder zusammen und erweckten eine steinerne Armee zum Leben, die fast 3000 Jahre lang geschlafen hatte. Vor uns stehen heute über 2 Meter hohe Statuen von einer beispiellosen Ausdruckskraft. Es sind keine generischen Figuren, sondern klar definierte Archetypen der nuragischen Gesellschaft. Wir sehen Bogenschützen mit gespannten Bögen und schützenden Brustpanzern. Wir sehen Krieger, die runde Schilde vor sich halten und gehörnte Helme tragen. Und wir sehen die vielleicht faszinierendsten Figuren: die Boxer, bewaffnet mit einem Handschuh, der in einer Art scharfem Stachel endet, und einem Schild, das sie über dem Kopf halten. Ihre markantesten Merkmale sind die Augen. 2 perfekte konzentrische Kreise, die den Betrachter mit einer hypnotischen, jenseitigen Intensität anstarren. Diese steinernen Kolosse sind die monumentale Version der kleinen Bronzefiguren, der Bronzetti, die wir aus Heiligtümern kennen. Sie beweisen, dass die nuragische Kunst nicht nur im Kleinen, sondern auch im Großen meisterhaft war. Die Giganten standen ursprünglich in einer Nekropole und flankierten einen heiligen Weg, der zu den Gräbern führte. Waren sie Wächter, die die Toten beschützen sollten? Repräsentierten sie die hier begrabenen heldenhaften Vorfahren, eine idealisierte Ahnenreihe? Oder waren sie eine Machtdemonstration einer aristokratischen Elite, die ihren Status und ihre militärische Stärke für die Ewigkeit in Stein meißeln wollte? Ihre Entdeckung hat unser Verständnis der Nurager revolutioniert. Sie zeugen von einer hochorganisierten Gesellschaft mit spezialisierten Handwerkern, einer komplexen Ideologie und der Fähigkeit, monumentale Kunstwerke von einzigartiger Schönheit und Kraft zu schaffen. Wenn wir zu den Nuragen aufblicken, sehen wir nicht nur beeindruckende Architektur, sondern auch Instrumente, die auf den Himmel ausgerichtet waren. Für die Menschen der Bronzezeit war der Kosmos kein abstraktes Konzept, sondern ein integraler Bestandteil des täglichen Lebens. Die Zyklen von Sonne und Mond bestimmten die Zeit für Aussaat und Ernte, sie strukturierten das Jahr und gaben dem Leben einen Rhythmus. Es ist daher nicht überraschend, dass die nuragische Gesellschaft, die so tief in ihrer Landschaft verwurzelt war, auch ihre Bauten nach den Himmelskörpern ausrichtete. Die Archäoastronomie, die Untersuchung der astronomischen Ausrichtung antiker Städten, hat auf Sardinien ein reiches Forschungsfeld gefunden. Viele Nuragen weisen bemerkenswerte Alignments auf. Ihre Eingangskorridore oder die Fenster in den oberen Kammern sind oft präzise auf die Punkte am Horizont ausgerichtet, an denen die Sonne zur Winter- oder Sommersonnenwende auf- oder untergeht. Stellen Sie sich das Schauspiel vor. An diesem einen besonderen Tag im Jahr fällt ein Lichtstrahl tief in das Dunkel des Steinturms und beleuchtet für einen kurzen Moment einen bestimmten Punkt im Inneren. Dies war mehr als nur ein Kalender. Es war ein heiliges Ereignis, ein Moment, in dem die Architektur zu einem Bindeglied zwischen der irdischen und der himmlischen Welt wurde.
Besonders eindrucksvoll sind die Beobachtungen bei den heiligen Brunnen, den Pozzi Sacri. Beim Brunnen von Santa Cristina zum Beispiel ist die Treppe, die hinab zum Wasser führt, so konstruiert, dass der Mond alle 18,6 Jahre, wenn er seine extremste südliche Position erreicht, sein Licht direkt auf die Wasseroberfläche wirft. Dies zeugt von einer erstaunlich präzisen und über Generationen weitergegebenen Beobachtung des Himmels. Diese astronomischen Kenntnisse waren kein Selbstzweck. Sie waren untrennbar mit dem Glauben und den Ritualen verbunden. Die Sonnenwenden markierten Wendepunkte im Kreislauf der Natur und waren wahrscheinlich Anlass für große Feste. Die Ausrichtung der Gräber der Giganten auf den Aufgang bestimmter Sterne könnte den Weg der Seele ins Jenseits symbolisiert haben. Der Himmel über den Nuragen war eine heilige Landkarte und die steinernen Türme waren die Observatorien, die es den Menschen ermöglichten, ihren Platz in diesem großen kosmischen Schauspiel zu verstehen und zu zelebrieren. Wenn wir die Augen schließen und uns das prähistorische Sardinien vorstellen, dürfen wir nicht an isolierte Türme denken, die wie einsame Monolithen in der Landschaft stehen. Wir müssen uns ein Netzwerk vorstellen, ein unsichtbares, aber machtvolles Gewebe, das die gesamte Insel überzog. Die Nuragen waren die steinernen Knotenpunkte dieses Netzes. Ihre Platzierung war alles andere als zufällig. Sie war das Ergebnis jahrhundertelanger Beobachtung und eines tiefen Verständnisses für die Topographie und die Ressourcen der Insel. Jeder Turm wurde so errichtet, dass er Sichtkontakt zu mehreren Nachbarn hatte. Bei Tag konnte man Rauchzeichen sehen, bei Nacht das Flackern von Signalfeuern. So konnten Nachrichten über weite Strecken in erstaunlicher Geschwindigkeit übermittelt werden. Eine Warnung vor Eindringlingen, eine Aufforderung zur Versammlung, ein Zeichen der Solidarität. Dies war ein System der Überwachung und Kommunikation, das ohne Schrift auskam. Die Landschaft selbst wurde zum Medium. Ein Reisender, der sich durch ein Tal bewegte, befand sich fast immer im Blickfeld von mindestens einem dieser steinernen Wächter. Er durchquerte Territorien, deren Grenzen nicht durch Zäune, sondern durch Sichtlinien markiert waren. Die Kontrolle war allgegenwärtig, aber subtil. Dieses Netzwerk sicherte nicht nur die Grenzen, sondern auch die Lebensadern der Gesellschaft. Die größten und komplexesten Nuragenkomplexe, die sogenannten Polylobati, thronten über den fruchtbarsten Ebenen, den wichtigsten Wasserquellen und den Zugängen zu den metallreichen Gebirgen. Sie waren die Sitze der herrschenden Clans, die die Verteilung von Getreide, Wasser und Erz kontrollierten. Die kleineren einfachen Türme sicherten Weideland oder strategische Pässe. Zusammen bildeten sie eine Hierarchie der Macht, die in die Geographie der Insel eingeschrieben war. Es war eine Form der Staatskunst, die ohne Paläste, Archive oder Steuertafeln funktionierte. Die Macht war dezentralisiert, aber koordiniert. Jeder Clan kontrollierte sein Territorium, war aber Teil eines größeren Bündnisses, das durch Verwandtschaft, gegenseitige Verpflichtungen und die gemeinsame Sprache der Steine zusammengehalten wurde. Diese Landschaft der Macht war ein Meisterwerk der Organisation, ein stummer Beweis für den politischen Willen und die soziale Komplexität eines Volkes, das seine Geschichte nicht aufschrieb, sondern sie baute. Für fast ein Jahrtausend war die nuragische Welt in sich geschlossen, ein stabiles System, das sich im Rhythmus der Insel entwickelt hatte. Doch ab dem 9. Jahrhundert vor Christus
begann sich am Horizont etwas zu regen. Zuerst kamen die Phönizier, jene meisterhaften Seefahrer und Händler aus dem fernen Libanon. Sie kamen nicht als Eroberer, sondern als Partner. An den geschützten Küsten Sardiniens gründeten sie Handelsniederlassungen: Taros, Sulci, Nora. Hier trafen zwei Welten aufeinander. Die nuragischen Eliten brachten ihre Schätze, Kupfer, Blei, vielleicht auch Getreide und Wolle, und tauschten sie gegen die Verlockungen des Ostens: fein bemalte Keramik, Glasperlen, kostbare Stoffe und vor allem Wein, der in eleganten Amphoren transportiert wurde. Dieser Austausch veränderte die nuragische Gesellschaft von innen heraus. Der Reichtum konzentrierte sich nun an der Küste. Neue Statussymbole entstanden und die Machtbalance, die so lange auf der Kontrolle des Landes beruhte, begann sich zu verschieben. Doch auf die Händler folgten die Kolonisten. Karthago, die mächtige phönizische Tochterstadt in Nordafrika, stieg zur Vormacht im westlichen Mittelmeer auf. Ihre Ambitionen waren größer, ihre Methoden aggressiver. Ab dem 6. Jahrhundert begannen die Karthager, systematisch ins Landesinnere vorzudringen. Sie waren nicht an Handel interessiert, sondern an Kontrolle. Sie wollten die fruchtbaren Ebenen des Campidano, die Kornkammer Sardiniens, für sich beanspruchen. Dies führte unweigerlich zum Konflikt. Die nuragische Kultur, die auf dezentraler Organisation beruhte, stand nun einer zentralisierten militärischen Macht gegenüber. Viele der küstennahen Nuragen wurden zerstört oder aufgegeben. Die nuragische Bevölkerung zog sich in die schroffen, unzugänglichen Berge der Barbagier zurück. Dort, in den zerklüfteten Hochebenen, leisteten sie erbitterten Widerstand. Die alte Ordnung zerfiel. Die lange Dämmerung der nuragischen Zivilisation hatte begonnen. Es war kein plötzlicher Kollaps, sondern ein langsamer Prozess des Rückzugs, der Anpassung und des Widerstands. Die Welt war größer geworden und die steinernen Türme, die einst die Insel beherrschten, wurden nun zu Festungen gegen eine fremde Macht, die das Meer mit sich gebracht hatte. Nach den Karthagern kam Rom. Im Jahr 238 v. Chr., nach dem Ersten Punischen Krieg, wurde Sardinien zur römischen Provinz. Für die Römer war die Insel vor allem eines: eine Quelle für Getreide und Metalle, ein strategischer Außenposten im Mittelmeer. Sie übernahmen die von den Karthagern kontrollierten Küstenstädte und Ebenen und bauten sie nach ihrem Bilde aus, mit Straßen, Aquädukten und Tempeln. Doch das Herz der Insel, das gebirgige Landesinnere, blieb für sie ein fremdes, feindseliges Land. Die römischen Geschichtsschreiber sprachen von den Barbaren des Inneren, den Latrones oder Räubern, die immer wieder aus den Bergen hervorbrachen, um römische Siedlungen zu überfallen. Diese unbezwingbaren Stämme waren die direkten Nachfahren der nuragischen Völker. Sie hatten ihre Unabhängigkeit nicht aufgegeben und führten einen jahrhundertelangen Guerillakrieg gegen die römische Besatzung. Die Nuragen selbst, viele davon bereits Ruinen, dienten ihnen als Rückzugsorte und Festungen. Doch die Beziehung war nicht nur von Konflikt geprägt, es gab auch eine langsame, subtile Verschmelzung der Kulturen. In einigen ländlichen Heiligtümern finden Archäologen nuragische Votivgaben neben römischen Opfergaben. Alte sardische Gottheiten wurden mit römischen Göttern identifiziert, ein Prozess, den wir als Synkretismus bezeichnen. Der sardische Hauptgott Babai wurde vielleicht zum Sardus Pater, dem mythischen Stammvater, dem die Römer einen Tempel weihten. Die nuragische Kultur verschwand nicht einfach, sie wurde transformiert. Sie überlebte in der Sprache, in religiösen Praktiken, in Bestattungsriten
und in der materiellen Kultur des ländlichen Sardiniens. Die Römer beherrschten die Städte und die Wirtschaft, aber die Seele der Insel blieb in den alten Traditionen verwurzelt. Die steinernen Türme, nun von Efeu und der Patina der Zeit überzogen, standen als stumme Zeugen einer Vergangenheit, die sich weigerte, vollständig zu sterben. Sie waren die Echos einer großen Zivilisation, die selbst im Schatten des mächtigsten Imperiums der Welt noch leise nachhalten und die Identität der Insel bis heute prägen. Wir nähern uns dem Ende unserer Reise und die Frage nach dem Vermächtnis der Nuragen-Kultur stellt sich mit aller Deutlichkeit. Was bleibt von einem Volk, das uns keine einzige Zeile Text hinterlassen hat, keinen Königsnamen, kein Gedicht, kein Gesetzbuch? Vielleicht ist gerade dieses Schweigen ihre wichtigste Botschaft. Die nuragische Zivilisation fordert unsere moderne, von Schrift besessene Welt heraus. Sie zwingt uns, unsere Definition von Hochkultur zu überdenken. Sie beweist, dass soziale Komplexität, technologische Meisterschaft, tiefgründige Spiritualität und eine über Jahrtausende stabile politische Ordnung ohne das geschriebene Wort möglich sind. Ihre Geschichte ist nicht in Tontafeln oder Papyrusrollen eingraviert, sondern in die Landschaft selbst. Jeder Nurage ist ein Kapitel, jedes Dorf eine Strophe, jedes Heiligtum ein Gebet. Um diese Geschichte zu lesen, benötigen wir nicht die Augen eines Philologen, sondern die eines Archäologen, eines Anthropologen, eines Landschaftsökologen. Wir müssen lernen, die Sprache der Steine zu verstehen, die Anordnung der Siedlungen zu interpretieren und die Muster in der materiellen Kultur zu erkennen. Das Erbe der Nuragen ist auch eine Lektion in Widerstandsfähigkeit. Sie schufen eine Gesellschaft, die perfekt an ihre Umwelt angepasst war, eine Gesellschaft, die über 1500 Jahre lang florierte, die äußeren Einflüssen standhielt und deren kulturelle Echos selbst die römische Eroberung überdauerten. Ihr Vermächtnis liegt in der DNA des sardischen Volkes, in den Traditionen der Hirten, in den Legenden, die man sich in den Bergdörfern erzählt. Und es liegt vor allem in diesen Tausenden von Steintürmen, die noch heute die Insel prägen. Sie sind keine leeren Ruinen. Sie sind ein Archiv aus Stein, ein Denkmal für die menschliche Kreativität und die Fähigkeit, eine komplexe Welt ohne Schrift zu ordnen und mit Bedeutung zu füllen. Ihr Schweigen ist kein Zeichen von Leere, sondern eine Einladung, genauer hinzusehen und zuzuhören und die tiefe, zeitlose Weisheit einer Zivilisation zu entdecken, die ihre Ewigkeit in Stein gemeißelt hat.